So ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir backen heute einen Karottenkuchen und ihr wisst ja, es geht jetzt auf Ostern zu und was gibt es da Besseres, wenn der ein oder andere Gast kommt, dass wir da einfach mit einem super tollen, super einfachen vor allen Dingen und super leckeren Kuchen punkten können. Und wie der gebacken wird, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wir brauchen folgende Zutaten dafür: 375 Gramm Möhren, 1 Teelöffel Zimt, 4 Eier, 250 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 200 Gramm gemahlene Mandeln und ich habe jetzt hier 250 ml Öl. Ich habe jetzt Rapsöl benutzt, das wäre so. Und dann fangen wir auch schon direkt an. Ich lege jetzt erstmal die Sachen, die ich nicht sofort brauche, zur Seite und dann kann es auch schon losgehen. So ihr Lieben, wir fangen auch schon direkt hier mit den Eiern an. Die kommen jetzt hier rein. Als nächstes machen wir unseren Zucker rein. Dann kommt auch schon unser Öl mit ins Spiel. Und als letztes noch der Zimt. So, und dann wird das Ganze erstmal verrührt mit dem Mixer. So, wenn das ungefähr so aussieht, lasst ihr das kurz an der Seite stehen, holt euch euren Mehl und packt euch 2 Teelöffel Backpulver mit rein. Dann tut ihr das einmal so verrühren. Und lasst das noch mal ganz kurz an der Seite stehen. Holt euch euren Teig wieder. Und da kommt jetzt einmal die Karotten komplett rein. Und die gemahlenen Mandeln. Das Ganze wird dann wieder verrührt. So. Und jetzt kommt als letztes euer Mehl mit dem Backpulver hier mit rein. Solltet ihr eine Glutenunverträglichkeit haben, könnt ihr das Mehl 1:1 einfach mit gemahlenen Mandeln ersetzen. Und wir verrühren. Und dann kommt das Ganze in eine gefettete Springform rein. Wir haben hier eine 26er Springform genommen. Ich habe sie schon vorgefettet und da kippen wir jetzt einfach die ganze Masse rein. Das Ganze kommt jetzt für etwa 40 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Trotzdem solltet ihr immer wieder drauf schauen, je nachdem wie stark euer Backofen ist, ob ihr den auch früher rausnehmen könnt oder eventuell auch 10 Minuten länger lassen müsst. Und wenn ihr merkt, er wird euch obenrum zu stark, zu dunkel, dann macht ihr einfach eine dünne Aluminiumfolienschicht drüber. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn der Kuchen fertig ist. So meine Lieben, mein Kuchen ist jetzt fertig. Ich habe ihn jetzt über Nacht abkühlen lassen, habe ihn dann noch umgedreht, weil ich einfach eine schöne gerade Oberfläche haben möchte, weil ich zeige euch jetzt noch, wie man ein Frosting macht. Erstens sieht er dadurch besser aus, also nicht so langweilig. Zweitens schmeckt dieses Frosting einfach grandios und ja, genau. Und dafür brauchen wir den Saft ungefähr von einer halben Zitrone, ein Päckchen Vanillenzucker, ich habe jetzt Bourbon-Vanillenzucker genommen, dann braucht ihr 100 Gramm Puderzucker und 300 Gramm Frischkäse. Den Kuchen lege ich jetzt erstmal beiseite und wir bereiten unser Frosting vor. Dafür nehme ich mir jetzt einfach so eine Rührschüssel, packe mir den Frischkäse als erstes rein, den Vanillezucker. Den Puderzucker lasse ich rein rieseln, damit es keine Bröckchen gibt später. Dafür nehme ich einfach so ein Sieb. Und riesel den so rein. Das sorgt einfach dafür, dass das Frosting dann auch, ich sag mal, sehr fluffig wird und nicht so klümpchenhaft. Sieht dann einfach schöner aus. Und am Ende kommt noch der Saft der Zitrone mit rein. Und das Ganze wird jetzt einfach, gerade mit dem Handmixer, auf der schwächsten Stufe einmal durchgerührt.
So ihr Lieben, so sollte das Frosting dann aussehen. Dann nehmen wir unseren Kuchen wieder mit dazu. Und streichen das einmal oben glatt drauf. Es ist super wichtig, dass ihr euren Kuchen vorher abkühlen lasst und dass er kalt ist, weil sonst habt ihr das Problem, dass euch das Frosting einfach davon rennt. So ihr Lieben, jetzt habe ich das Frosting drauf. Durch das Bourbon Vanille seht ihr auch diese ganzen schwarzen Punkte, das sieht super cool aus. Und versucht das so gerade wie möglich drauf zu streichen. Perfekt wird es nicht, aber es darf gerne Ecken und Kanten haben. Dafür ist es ja auch selbst gemacht. Was wir jetzt noch besorgt haben, ist hier einfach so Marzipanrüben. Die werden wir jetzt noch drauf dekorieren. Das sieht dann einfach noch mal schöner aus. Und ja, dann zeige ich euch einmal das Endergebnis. So ihr Lieben, also mein Kuchen ist jetzt fertig. So sieht er aus. Der kommt jetzt noch mal für circa eine Stunde in den Kühlschrank, damit auch das Frosting richtig schön fest werden kann. Und dann sehen wir uns wieder und schneiden ihn an. Und dann schauen wir uns auch mal, wie er von innen aussieht. So, ihr Lieben, unser Kuchen ist fertig. Und jetzt würde ich sagen, schneiden wir es einmal durch und tun es anrichten und schauen uns an, wie der Kuchen von innen aussieht und vor allen Dingen, wie er schmeckt. So, dann suchen wir uns mal ein schönes Stück aus. Ich habe mir so einen wunderbar grünen Teller dafür vorbereitet, weil ich denke, das wird einfach zuckersüß aussehen gleich. Perfekt. So sieht er jetzt aus und ich würde sagen, wir probieren jetzt auch gleich mal. So gut, Leute. Boah, der ist richtig gut. Also man schmeckt auf jeden Fall den Zimt raus. Das Frosting oben, das harmoniert einfach unglaublich gut mit dem Kuchen selber. Mein Hund tickt hier auch schon aus, weil er das wahrscheinlich probieren will. Aber es ist nichts für ihn. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen. Bin mir ziemlich sicher, das wird der Highlight auf eurer Osterfeier. Und auch für Kinder ist das total schön dekoriert. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Guten Hunger und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.